Für viele ist es schon durch seine Farbe und Aufmachung sehr verdächtig, das kleine rote Schülerbuch. Durch eine große Publizität erst einem breiteren Publikum bekannt geworden, ist diese antiautoritäre Schülerfibel, eine Übersetzung aus dem Dänischen, seit einiger Zeit Streitobjekt zwischen der Berner Lehrerschaft und der Schuldirektion auf der einen und den progressiven Mittelschülern auf der anderen Seite. Anlass zur ganzen Auseinandersetzung, die gestern Abend mit einem Teach-In in Bern weitergeführt wurde, bot Dr. Martin Sutermeister. In einem Brief, der seiner einseitigen Zitate wegen, wie gesagt wird, äußerst scharf kritisiert wurde, warnte er die Schulleiter vor der, wie er schreibt, eindeutig vom Osten gesteuerten Aufweichtätigkeit. Schützend stellte sich Dr. Sutermeister auch vor, unsere noch gesunde Jugend und unsere freiheitliche westliche Kultur, indem er in nicht zustehender Kompetenz und ohne die Grundlage eines gerichtlichen Entscheides mindestens eine Buchhandlung dahin informierte, dass der Verkauf dieses Büchleins an Schulpflichtige verboten sei. Die Frage, ob es staatsgefährdend ist, wurde von Bundesanwalt Dr. Walder verneint. Die Frage der jugendgefährdenden Wirkung wird zurzeit vom Kanton noch geprüft. Das Buch wird deshalb nun auch am Zoll provisorisch beschlagnahmt. Wir fragten den Berner Schuldirektor, was ihn zum Einschreiten gegen das kleine rote Schülerbuch bewogen habe. Ein Rektor hat mir das rote Büchlein geschickt, er hat es konfisziert, hat gefunden, es gehöre nicht in Kinder im Schutzalter in die Hände zu geben. Und ich habe es nachher angeschaut und habe zum Beispiel zwei bedenkliche Stellen gesehen, die wirklich unpassend sind, nämlich zum Beispiel eine, manche Mädchen gehen mit mehreren ins Bett, das ist kein moralisches Problem. Und ein anderer Satz wegen Haschisch macht nicht süchtig. Je mehr man davon nimmt, desto weniger geringere Dosen braucht man. Das sind eindeutige Unwahrheiten für einen Arzt und da habe ich als Arzt einschreiten und habe zwar nicht verboten, sondern nur gewarnt vor dem Vertrieb von dem Büchlein an Schutzpflichtig, also Kinder im Schutzalter. Heisst das andererseits, dass der Schuldirektor in dem Sinn könnte die Wertmaßstäbe legen? Nein, der Schuldirektor hat gar keine disziplinarische Befugnis. Er darf nur die Schulleiter informieren oder warnen, aber mehr darf er nicht machen. Sie haben das kleine rote Schülerbüchlein oft in Zusammenhang gebracht mit kommunistischen Drahtziehern und kommunistischen Elementen. Was lässt Sie darauf schließen? Ich bin also ziemlich kompetent in diesen Fragen Sachen Neue Linke und es hat mich sehr an die Linie vom Konkret erinnert. Ich habe mit der Meinhof korrespondiert. Das ist die gleiche Propaganda für Gruppensex, Kommunenehe und für Haschisch, Banalisierung von der Drogen und so weiter und ein bisschen Mao dabei. Und das ist eine anarchistische Linie, wo der SPD zum Beispiel in Deutschland schweren Schaden zufügt, indem sie das Gute übertreibt und nachher schlägt es ins Gegenteil um. Glauben Sie, dass man das kleine rote Schülerbüchlein verbieten generell für die Jugend? Nein, auf keinen Fall. Man sollte es nur nicht an Kinder im Schutzalter abgeben. Aber grössere Schüler sollen es sogar diskutieren. Und es war ein Nebenzweck von unserer Aktion, dass das überhaupt ins Gespräch kommt und nicht unterschwellig mottet. Herr Dr. Wettler, wie beurteilen Sie als Psychologe das kleine rote Schülerbüchlein? Wenn ich selber Kind hätte, dann wäre ich froh, wenn die das lesen würden. Denn ich glaube, dass es einen sehr guten Einblick dem Kind gibt in den Zusammenhang von seiner Umgebung und über die Probleme, die ihm undurchschaubar sind. Sie würden es also empfehlen? Ja, doch. Herr Müllenthaler, ihr seid Lehrer, seid heute Familienvater. Ihr befürwortet das Büchlein. Wieso? Ich habe als Lehrer mich sehr mit den Schulproblemen befasst. Wir haben unter den Lehrern jahrelang diskutiert und wir haben gesehen, dass sehr viel an unserem Schulsystem heute nicht stimmt. Wir haben probiert, das zu ändern, aber ich glaube, das war ein Treten an Ort. 20 Jahre lang ist man eigentlich nicht weitergekommen, nicht einmal in der schweizerischen Schulkoordination hat man etwas erreichen. Ich glaube, es gibt zwei Punkte, die für mich grundlegend falsch sind an der Schule. Erstens, dass die Schule Kinder dressieren, zu Untertanen erziehen, zum obrigkeitlichen Denken erziehen. Das andere, dass die Kinder ihre natürlichen Bedürfnisse in der Schule nicht ausleben können. Es geht also in der Schule um eine Unterdrückung der natürlichen Bedürfnisse unserer Jugendlichen. Und hier wird nun gezeigt,
dass von den Kindern her etwas geändert werden kann, und zwar mit gewaltfreien Aktionen. Ich glaube, das Büchlein kommt nicht von den Marxisten, es kommt nicht vom Mao. Ich glaube, es ist viel mehr beeinflusst von den Methoden von Gandhi und von Martin Luther King. Ich finde es sehr wichtig, dass der Versuch mal unternommen worden ist, in Form von diesem Schülerbüchlein die Schule zu entmystifizieren, was sehr wichtig ist. Denn der Schüler hat allgemein ein fixiertes Bild von der Schule. Und da in diesem Büchlein wird das versucht, irgendwie zu ändern, indem man eben gerade kritisch auf Rauschgift eingeht oder kritisch versucht, ein Lehrerbild zu zeichnen, das man allgemein einfach nicht hat. Also im Allgemeinen, was ich so gehört habe, ist, dass es hauptsächlich von den Leuten, von den Schülern von der Oberstufe, wird das Formelle und das Sprachliche wird ziemlich bemängelt. Aber meiner Meinung nach ist das Büchlein auch für Jüngere geschrieben und darum muss es sprachlich ziemlich einfach geschrieben sein, dass die es auch verstehen. Und dann so die Reaktion, die ist hauptsächlich, dass es ziemlich heftige Diskussionen hat gegen die Zensurmaßnahmen von der Schulbürokratie, dass einfach die Schüler haben gefunden, das sei nicht demokratisch, was da passiert.